Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Viele von euch kennen mich ja wahrscheinlich von den Kurzvideos, aber ich mache seit langem auch wieder ein Long-Term-Video. Ja? Ich habe das früher öfters gemacht, ich hatte mal wieder Bock und zwar bin ich, ihr könnt schon gerade im Hintergrund sehen, wir sind mitten im Herzen von Istanbul in Beşiktaş, hier mittendrin und ich habe auch einen guten Kollegen dabei, der wartet hier schon. Bruder, was geht ab? Ist jetzt alles ein bisschen gestellt, aber wir machen es einfach Freestyle. Und zwar, warum wir eigentlich hier sind, ist nicht die Foodtour, wie ihr im Video gesehen habt. Und zwar sind wir hier in Istanbul und zwar haben wir uns, ihr könnt schon bei den Kollegen hier sehen, eine Haartransplantation machen lassen. Und natürlich ist die Türkei der Weltmarktführer für die Haartransplantation. Genauso wie bei mir, es ist übrigens bei mir mittlerweile schon die dritte. Und ich würde sagen, bevor wir zu unserem ersten Essensspot gehen, das ist übrigens nicht hier in Beşiktaş, sondern in Karaköy, möchte ich euch erstmal zeigen, wieso die Haartransplantation abgelaufen ist. Und dazu ging es erstmal ganz entspannt mit Turkish Airlines vom BR zum neuen Flughafen nach Istanbul. Dort angekommen müsst ihr euch erstmal um nichts kümmern. Und zwar werdet ihr gleich von Elitair abgeholt und die bringen euch dann erstmal ins Hotel oder wie bei mir in die Elitair Klinik. Da wir ziemlich spät angekommen sind, wurde bei uns noch schnell ein Bluttest durchgeführt. Uns wurde kurz die Klinik gezeigt. Ich war echt überrascht, wie modern das Ganze ist. Und dann ging es gleich ins Hotel. Das war auch gleich nebenan und zwar im Mövenpick Hotel. Das war auch wirklich sehr schön luxuriös. Und hier könnt ihr nochmal sehen, warum ich mir nochmal eine Haartransplantation machen habe lassen. Und zwar ist mein Problembereich, hier könnt ihr sehen, am Hinterkopf. Am nächsten Morgen ging es früh mit dem Shuttle-Service vom Hotel in die Elitair Klinik. Hier könnt ihr das Ganze von oben sehen. Wow, die ist absolut modern und wunderschön. Dann wurde bei mir erstmal eine Haaranalyse durchgeführt und für diejenigen, die kein Türkisch oder Englisch können, ihr müsst keine Angst haben, das Ganze findet natürlich auch in Deutsch statt. Dann ging es erstmal ganz hoch ins Gebäude. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welcher Stock es war, aber es ging hoch zu Dr. Balvi. Dort habt ihr übrigens auch eine wunderschöne Aussicht auf das Galatasaray-Stadion. Ja, und der hat dann auch nochmal meine Haare analysiert und dann zusammen mit mir entschlossen, mir 2200 Haare zu transplantieren. Da es mittlerweile schon meine dritte Haartransplantation ist, die erste hat leider nicht so hingehauen in Mexiko. Die zweite war top, da wurde aber nur der vordere Teil gemacht, war jetzt der hintere Teil dran. Übrigens könnt ihr euch auch die Haare vom Bart entnehmen lassen. Bei mir waren aber noch ein paar Haare am Hinterkopf und an den Seiten verfügbar. Außerdem war, wie vorhin schon erwähnt, mein Kollege dabei. Hier könnt ihr es bei ihm sehen. Bei ihm wurden ein paar mehr Haare transplantiert und zwar über 4000. Dann ging es zum nächsten Schritt und zwar wurden die Haare abrasiert. Aber ich hatte Glück und zwar gibt es mittlerweile bei Elitair auch eine Teilrasur. Dann ging es auch schon los. Ich habe mich natürlich für die Deep Sleep Methode entschieden. Die ist ganz neu und ich sag's euch, mit der habt ihr absolut keine Schmerzen. Ich hatte am Anfang richtig Angst davor. Die braucht ihr aber nicht haben. Ihr seid ungefähr für 15 bis 20 Minuten in Dämmerschlaf und dann wacht ihr ganz entspannt ohne Schmerzen auf. Und ihr habt das, you did this so good, really. I don't see it right now, but I feel it. Here, it's so good. Und die Leute hier sind so wirklich so nett. Nochmal zur letzten Story. Und mit dieser Deep Sleep Methode, weil jemand schon geschrieben hat, ich habe es gesehen, ich habe nichts gespürt. I feel really nothing. With this Deep Sleep, I was like, wow. I say something about my flight to Adana or something I hear. I don't know what I say, but it was really good. And thank you so much. Okay, sorry. Okay. Dann bekommt ihr noch den Verband drauf und am nächsten Tag schaut ihr nochmal in die Klinik. Da wird euch nochmal der Spenderbereich gereinigt und ihr bekommt nochmal erklärt, wie die nächsten 2 Wochen für euch ablaufen. Falls ihr auch interessiert seid, schaut gerne in den Link in der Bio. Dort findet ihr alle Informationen. So, da konntet ihr sehen, Bruder. Wie war's für dich? Bro, ganz ehrlich, brutal. Ich hatte erstmal richtig panische Angst, Digga. Okay. Weil du weißt, die ganzen Spritzen, man hört 20 Dinger rein, alles hinunter, aber Bro, ganz ehrlich, easy. Ich schwöre, ich empfehle es jedem. Und man muss sagen, wir sind mittlerweile schon am 5. Tag. Wir sind auch schon fleißig am Haare waschen. Ihr könnt sehen, es wird langsam, ne? Die Haare wachsen langsam. Bei mir auch. Ihr könnt auch, wie ihr bei mir gesehen habt, die Haare müsst ihr nicht komplett abschneiden wie bei Ihnen mit Glatze. Das ist halt ein krasser Unterschied jetzt mittlerweile. Man kann ja auch so machen wie du. Man muss nicht abschneiden oder man macht wie ich komplett kahl. Es ist beides nicht schlecht, ne? Aber ich würde sagen, wenn ihr es macht, Elitair, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal. Ihr konntet sehen, wo das Ganze ist. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mit dem Video weiter. Und zwar wollen wir euch jetzt 2 Foodspots zeigen. Wir gehen erstmal zum ersten Spot. Für diejenigen, die mich schon länger verfolgen,
checkt mich natürlich gerne auf Instagram und auf TikTok ab oder in Shorts. Da findet ihr weitere Foodspots aus Adana. Ich war in Adana, Bro, in deiner Heimatstadt. Und in Mersin. Das ist schon krass, dass ich allein da angetraut habe nach Adana. Boah, Bro, ich schwöre, es war der beste Adana Kebab, den ich jemals hatte. In Deutschland, oder? Ehrlich jetzt. Nee, ist nicht vergleichbar. Wenn wir mal ganz kurz zum Adana Kebab kommen in Adana. Oh, es war so lecker. Die verwenden ja erstmal so das Tierfett. Ja? Wenn ihr den Adana Kebab in Deutschland isst, ist er voll trocken. Da sind keine Chili mit drin. Dort, der war so schön fettig. Man hat ihn angefasst, er war fettig, das war erstmal richtig gut. Dann das Brot, das heißt Acele Ekmek. Genau. Genau, das war auch sehr fettig und da war auch Chili drin. Adana ist hier die Stadt auch von der Chili. Ne? Deswegen war das alles, boah, ein Genuss. Es war wirklich der beste, den ich jemals hatte und es schmeckt anders. Genauso auch wie Tantuni in Mersin, das war auch ein Genuss. Aber dafür sind wir jetzt nicht da, Bruder. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum ersten Spot. Ich zeige dir jetzt mal einen Fischladen und ja, lasst uns da hinfahren, würde ich sagen. Let's go. Der Katzen und ich liebe Katzen. Uiuiuiui. Ich liebe Katzen, Leute. Die chillen hier überall. Die Leute kümmern sich so schön um die. Legen immer Wasser raus, auch was zum Essen. Sind überall am Chillen hier. Ja. Mal muss man sagen, für mich ist einer meiner Lieblingsstadtteile hier auf jeden Fall definitiv hier in Beşiktaş. Könnt ihr noch mal sehen. Schreibt mal in die Kommentare, was für Fan ihr seid. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Mersinspor, Adana, Demirspor. Hier könnt ihr sehen, der Adler von Beşiktaş. Und hier gibt es natürlich auch viel Kokoreç und auch die Midye, die Muscheln. Aber vom Essen her muss ich sagen, Kokoreç ist nicht so meins. Wie ist der Wechselkurs hier? Der Wechselkurs ist gerade gut, der 36. 36. Ja, aber auch trotzdem arschteuer geworden, Alter. Man muss auch noch mal sagen, zu den Preisen ganz kurz in der Türkei ist auf jeden Fall, Berlin ist günstiger, weil die Leute immer sagen, so, wird alles teurer, der Döner und so weiter. Wenn wir jetzt mal kurz gegenüber schauen, da kostet so ein Tavuk-Döner, Dürüm, 160. Ich blende mal den Preis ein und es ist günstiger, Bro. Viel Früher günstiger. Jetzt ist mittlerweile, also Minimum Berlin-Niveau, wenn nicht sogar teurer. Also wenn du in die besseren Gegenden gehst, Ja, ist viel teurer, Alter. definitiv. Beşiktaş ist auch sehr teuer, muss man sagen. Natürlich Karaköy mehr, aber auch so ein normaler Dürüm. Dieser Tavuk-Döner übrigens, also Tavuk-Chicken, ist nicht so meins, muss ich sagen. Deswegen zeigen wir euch später nochmal einen richtig guten Döner. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Gespannt, Alter. Ja, Darauf bin ich gespannt. da bist du echt gespannt. Ankommen, wir quatschen nicht so lange rum. Jetzt gehen wir wirklich mal zum Fischplace. Nicht so lange rumreden. Und krass, Hunde auch hier am Start, ja. Let's go. Hier, die sind auch mit uns am Laufen. Der Wolfsrudel läuft mit, Bruder. Die sind hier mit uns am Chillen. Du hast ganz Crazy. vergessen, Alter. Jetzt sind wir angekommen. Die haben, ich hoffe mal, das ist das Originale, wo ich letztes Jahr schon hatte, weil die haben nämlich den Platz gewechselt. Es riecht schon sehr nach Fisch. Du bist nicht so der Fischfreund, ne? So gar nicht. Eigentlich. Eigentlich. Ich war letztes Jahr schon mal hier, das hat wirklich sehr gut geschmeckt. Ich bin auch nicht so der Fischliebhaber. Danach war auch wie heißt der Bernd aus Frankfurt, war auch hier, habe ich ein Video gesehen, der hat auch so eine Istanbul-Food-Tour gemacht. Und viele andere, auch türkische Influencer. Und wir können mal reinschauen. Genau, bekannt dafür ist es, wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist erstmal Balık Ekmek heißt es. Ist natürlich der Fisch selber, aber dann die ganzen Gewürze. Ne? Die verwenden da Sumak, Thymian, Salz, Zitrone kommt noch on top drauf. Also du schmeckst es gar nicht so sehr. Ah genau, schon mal, hier ist der Instagram-Account hiervon. Und dann wird es im Dürüm eingepackt. Ist auch sehr fettig, wie du sehen kannst. Und dann isst du es. Und das ist ein Genuss. Und ich würde sagen, ich bestelle einfach mal 2 und dann beißt du einfach mal ab, oder? Ich frag mich mal. Man soll ja nicht so salzige Sachen essen, aber Leute, ist schon eine Woche her, die Haartransplantation. So viel dazu. Und ihr könnt sehen, die Leute kommen von überall. Where are you guys from? From Korea. Korea, wow. I love Korea. Sweden. Sweden. Schau mal, der könnt ihr sehen hier. Türkisch, merhaba. Ja, ich spreche Deutsch als... Ah, du kannst auch Deutsch. Ich habe Okay, 6 schau mal. Jahre in der Schule studiert. Und was sagst du zu diesen Fischbrötchen hier? Was sag ich? Was sagst du zu diesen Fischbrötchen hier? Yeah, best in town. Best in town, yeah, right? the best Balık Ekmek. Yeah. Balık Ekmek, yeah. I tried other places that also in YouTube, but this was special. It's not, you know, if you are passing by, go here. Go here. Every time. I think the same. I was here last year. I did also a TikTok video and ja, heute probieren wir es auch mal aus. Und dann würde ich sagen, genau, wir bestellen uns jetzt mal eins
Und ihr seht, ne, das ist halt ein Touri-Spot. Es sind viele Leute hier, der Kollege aus Schweden, die hier aus Korea. Besonderheit ist halt hier, du wirst es nicht so den Fisch hier rausschmecken, ne, sag ich dir. Und du siehst ja, die Leute kommen da von Korea und was ich überall her. Das hast du gesehen, wie es zubereitet wird. Beiß einfach mal rein, sag, wie es hier schmeckt. Ja. Nice. Nice. Durch die Gewürze. So, es kommt halt der Sumak raus, die Zitrone. Bro, jeder der mich kennt, kann mich mit Fisch jagen. Ich esse keinen Fisch. Absolut niemals, niemals. Aber schmeckt nice. Sieht genauso, ist wirklich sehr gut. Der Laden, der war früher in einer anderen Location. Ich war letztes Jahr dort und die haben an der Hauptlocation, steht ein Typ da und der holt dann die ganzen Touris ab und bringt die hierher. Und es ist halt heftig. Das sind wie gesagt Leute, könnt ihr sehen, aus Korea. Überall kommen die her, weil das, ich glaube auch in Instagram oder TikTok, auch auf den Plattformen, wo ich eigentlich auch vertreten bin, kommt natürlich auch dazu ein Video, viral gegangen ist. Ne? Und man muss wirklich sagen, auch mein Kollege, wir können mal ein bisschen vorlaufen. Er ist wirklich geil. So, er ist auch als kein Fischliebhaber. Ich bin ehrlich positiv überrascht, sagt er ehrlich, Digga. Obwohl ich gar keinen Fisch mag, hat schon gut gescheppert. Gemüsedöner, müsst ihr euch vorstellen, weil diese ganzen Tavuk-Döner und sowas, da ist halt, die sind sehr trocken. Ne, Hier in Istanbul ja auf jeden Fall. Sehr. Schon so Gemüsedöner-Vibes Genau. auf jeden Fall. Nur mit Fisch. Genau. Und der Fisch ist sehr zart, also der hat nicht diesen typischen Fischgeschmack, wo man kennt. Auch an die Leute, die kein Fischliebhaber sind wie ich, ihr könnt ja auf jeden Fall essen. Safe. Definitiv. Safe. Ein absolut cooler Spot und ist halt auch wieder so ein Ding in Istanbul, wo irgendwo viral gegangen ist auf irgendeiner Plattform, denke ich mal, TikTok. Aber krass immer diese kleinen Spots gehen. Genau, viral, die Digga. kleinen Sachen. Und das sind auch die besten Spots für Die dich. besten. Und du siehst halt auch hier, die Leute kommen, also es sind sehr wenige Leute jetzt aus Istanbul hier, sondern es sind eigentlich nur die zwei Damen gerade aus Deutschland, Korea, hier. Ja, das finde ich krass, Korea. Ja, Einfach, dass du einen Korea-Anklang gefunden hast. siehst du, das meine ich, weil deswegen habe ich den dann gefunden. In Deutschland kannten den auch noch nicht so viele. Ich habe das letztes Jahr gesehen und ja, ist heftig. Ja, das ist Istanbul, aber man merkt hier, das ist schon eher so der touristische Teil. Genau. Ne, ich bin eher in Beşiktaş oder in Kadıköy oder auch später, wo wir zum Döner sind, da sind fast keine Touris. Da bin ich dann gespannt. Im letzten Spot. Und wir gehen jetzt mal hier vor, hier soll auch ein Çiğ Köfte sein. Auch so ein bekannter Instagram-Spot. Ich würde sagen, lass uns mal vorschauen. Let's go, Leute. Ja, wir können mal kurz noch reden. Genau, und nochmal zum Claw-Up hier mit deinen Haaren. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden auf jeden Fall, was es angeht. Wie gesagt, von der Abholung bis zur OP und danach zu der Nachuntersuchung, alles war tipptopp, wirklich. Also auch die Leute, die Angst haben, wie ich zum Beispiel seit 3 Jahren überlegt, soll ich machen, soll ich nicht machen. Weil ein Kollege von mir hat es gemacht und der meint auch, Digga, die Spritzen sind so schmerzhaft. Diese neue Methode, was sie gemacht haben, Deep Sleep, sehr ehrlich, wie geil war das? Bruder, es war so heftig. Also ich hatte noch nie eine Vollnarkose auch, ne? Musst du überlegen, es war auch für mich das erste Mal. Und erstmal das Team war absolut freundlich. Die haben ja auch oft, der Herr konnte auf Deutsch, aber auch die ganzen Krankenschwestern auf Türkisch standen. Und die haben mir gesagt, ich wünsche dir einen guten Flug, wo soll es hingehen? Ich meinte nach Adana. Und da war ich so, ich habe Adana in 3D so erlebt halt, ne? Und War schon krass, wirklich. Genau, also keine Schmerzen, habt da keine Angst, es war ein wunderschönes Gefühl, du bist aufgewacht und du hast da nichts gespürt, auch jetzt nicht. Ne? So, das muss man dazu sagen. Die Klinik auch alles so sauber, so groß, so professionell. Also wie gesagt, ihr seid dort sehr, 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 sehr gut aufgehoben, 100%. Willkommen in der Türkei, Leute. Ja? Mehr dazu sage ich da nicht. Wir sind jetzt eine Stunde hier, musst du überlegen. So, er bestellt jetzt erstmal auf Türkisch. Eine ganze Portion für jeden. Porsiyon daha güzel ya. Ama var mı? Var yakın karşıda mı? Yani denemek için. Tabii. Tamam, ilk önce böyle alalım 4 tane porsiyon. Ondan sonra zaten bir round alırız da. Jetzt hast du bestellt. Sorry, ich habe erstmal die ganzen Aufnahmen gemacht hier von den ganzen Dingen. Ey, was sagst du erstmal, erster Eindruck? Riesig. Riesig, ne? Riesig. Nicht vergleichbar mit Berlin. Also hier geht es ja nur um Döner, oder? Genau, du musst dir überlegen, was ich so schön hier finde. Es konzentriert sich, der ganze Laden konzentriert sich nur auf eine Speise und zwar einen Döner, aber nicht wie wir ihn kennen in Deutschland, sondern halt wirklich klassisch aus dem Lavaschbrot, ja? Aus dem Lavaschbrot. Die Anführungszeichen Döner-Teller. Genau, Döner, also du nimmst das Lavaschbrot jetzt und packst dir dann die Zwiebeln drauf, Tomaten, je nachdem was du willst, aber nicht mehr. Ne, und es gibt auch keine Speisekarte hier.
sondern wirklich nur den Ja, Döner. habe ich vorhin gesucht gehabt. Ja. Genau, es gibt keine Speisekarte, sondern du kommst hierher, bestellst dir einen Döner, holst dir nochmal eine zweite Portion und was halt riesig ist, überleg dir mal, wir haben jetzt unter der Woche, der Laden ist erstmal extrem voll, ne? Und wir haben hier 1, 2, 3 Mal Jabrak Dönerspieße, richtig fett und es ist aufgeteilt, einer macht das Brot, ja, einer macht nur den Teig, er gibt es weiter, der eine steckt es in das... Krass, Bro, für jede Station Ja. gibt es auf jeden Fall mehrere Mitarbeiter. Das heißt, die konzentrieren sich 100% auf dieses Gericht. Genau, es ist nur, nicht mehr. Du kannst ja mal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie viele Mitarbeiter hier arbeiten. Es ist heftig. Wie viel denkst du? Du siehst gerade auf einen Haufen schon 20. Gefühlt, ja. Locker, 20 Leute. Und es ist eine Systemarbeit dahinter. Schau mal, die lassen sich nicht stören. Ich war mit der Kamera dort, keiner hat was gesagt. Wir haben uns ja nicht großartig angemeldet. Hab für meinen TikTok jetzt gefilmt. Check bitte mal meinen TikTok ab, da steckt so viel Liebe drin. Ne? YouTube nehme ich nicht ernst. So. YouTube ist so, nur mal um das euch zu zeigen. Und genau, ihr könnt sehen, schau mal, die bringen euch schon mal diese Gerichte, hier mit Tim, mit den Zwiebeln und alles. Zwiebeln mit Sumak. Und jetzt kommt dann im Endeffekt nur das Fleisch hierher. Und das Brot ist auch schon da. Und dann packst du dein Fleisch. unseren eigenen Döner. Genau, du machst deinen eigenen Döner und das ist die Besonderheit hier. Und es ist ähnlich wie bei Ferrat-Döner, nur bei Ferrat-Döner bestellst du ja selber. Es ist nicht jetzt wie mit, dass jemand zu dir kommt, also Selbstbedienung. Und ja, ich habe ihn vor 1 Jahr getestet, für mich war es einer der besten Döner. Ich bin mal echt jetzt gespannt. Wir sind hier, Leute, wir sind 1 Stunde hierher gefahren. 1 Stunde 20. Eine 1 Stunde Stunde 20. 1 Stunde 20 für einen Döner. Für einen Döner mit einem Bus, ja, unseren Mitbürgern hier in Istanbul. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was du dazu sagst, Bruder. Und ich liebe die Türkei. Ich würde ja, wenn ich hier leben würde, schon öfters hier essen gehen, muss ich sagen. Hoffentlich, Bro, hoffentlich. Wie gesagt, 1 Stunde 20 Minuten stärker und 21 das Ding Minuten. muss nicht hier weg. Für mich, also Ferrat-Döner ist besser, sage ich dir gleich mal. Okay. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob Hasir, ich feiere auch sehr Hasir, ist natürlich für den europäischen Markt angepasst, weil das ist schon auch ein bisschen lammintensiv, weil die oben, glaube ich, auch Lammfett verwenden. Ne? Also der Döner, das Fleisch ist intensiver wie bei uns in Deutschland, muss man dazu sagen. Ne? Die Besonderheit, er hat so Hunger. Ich kann nicht mehr. Genau, du legst es deinen Döner im Endeffekt. Genau, ich würde erstmal nur mit Fleisch. nur mit Fleisch, ohne Zwiebeln, ne? Ohne gar nichts erstmal. Nur den Fleischgeschmack mal zu das komm, ich nehme jetzt auch mal meinen, ich bestelle eh noch mal einen. Vorbei. Das sage ich dir, Bruder. Krass. Es ist heftig. Ah. Ich schwöre dir, nur für den Biss hat schon gelohnt. Nur für den Biss, ne? Ich schwöre dir. So ging es mir genauso. Genauso ging es mir, wo ich zum ersten Mal Kannst da mit war. Berlin gar keinen vergleichen gerade. Ja, gar also keinen der ist Vergleich. jetzt sehr lammintensiv. Warte mal, kannst du mal kurz das Mikrofon halten? Durch, Bro. Ich nehme auch mal ganz kurz ein bisschen für YouTube. Muss hier noch einen TikTok auch aufnehmen. Komm, ich pack das jetzt einfach mal so hin. Ich bin auch einfach mal so frei, komm. Ich brauche ein paar Zwiebeln dazu. Ganz klassisch Zwiebeln und mit dem Fleisch. Schaut es nicht so appetitlich aus. Richtig. Ferrat ist nicht so krass lammintensiv, ne? Es hat halt auch eine Saftigkeit hier, das Fleisch, muss man sagen, ne? 100%, Digga. Aber ich find's gut, 100%. ich find's gut. Wir essen jetzt mal auf und dann sehen wir uns gleich nochmal. So Leute, und jetzt ist gerade ein bisschen weniger los, deswegen will ich euch mal kurz die Arbeitsplätze zeigen. Es ist so heftig. Und zwar, wir fangen erstmal an. An der ersten Station macht der Herr hier das Lavaschbrot, packt es rein, packt es in den Ofen, das könnt ihr jetzt hier sehen. Dann ist der nächste Mitarbeiter macht dann das Brot fertig, schneidet es und bringt es dann gleich raus. Dann haben wir insgesamt hier, wie vorhin schon erwähnt, 3 Jabrak-Döner hier. Schneider, die das perfekt runterschneiden. Ich zeige es euch nochmal, das ist unglaublich, wie die das schneiden. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Mitarbeiter hier arbeiten. Gebt euch mal allein hier, es ist heftig und es ist ein System dahinter. Noch nie so ein System gesehen. Einer schneidet den Salat, bringt den Salat raus. Der andere schneidet den Döner, aber wirklich exakt runter. Wunderschön herunter. Genau, 1, 2, 3. Das gleiche nochmal mit dem Brot und dann kommt es raus, wie ihr vorhin gesehen habt. Ja? Das Restaurant ist auch riesenvoll und ihr bekommt auch pünktlich eure Speise. Es gibt diese Karte, sondern wirklich nur den Döner. Und dann da oben ist das gleiche Spiel nochmal. Das ist krass. Sorry für meine Haare, ich hatte Haartransplantation. Ja? Dann haben wir das gleiche nochmal. Und jetzt haben wir auch schon Engin da. Engin, was sagst du? 100 von 10. Keine 10 von 10, 100 von 10. 100 von 10. Du warst doch nicht bei Ferrat-Döner. Ich würde für den europäischen Markt, wenn du jetzt im Brot vergleichst und natürlich hier im Lavaschbrot. In Lavaschbrot war schon sehr lecker hier. Brot kannst du dir nicht Ja, holen. genau, Brot hat keinen Sinn. Du musst den Lavaschbrot holen. Schon mal ein Lavaschbrot würde ich sogar mal sagen, boah, es ist jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt besser ist wie bei Ferrat oder nicht.
Aber im so ein Brot, wie du jetzt bestellt hast, finde ich es definitiv besser bei Ferhat Döner. Und der hat es für den europäischen Markt halt gemacht halt, ne? Finde ich. Aber nichtsdestotrotz ist es so eine Qualität hinter dem Land. Aber ey, das Fleisch ist so saftig. Ist so saftig, ne? Hätte ich nicht gedacht. Weil normalerweise, wenn du in der Türkei isst, jetzt beispielsweise wenn du Beşiktaş bist oder so, in diesen Gegenden, Ja. kriegst du halt diese Döner trocken. So. Aber hier, dieses Fleisch ist so saftig. Jetzt, schau mal, es hat sich gelohnt, eine Stunde herzukommen. Wenn ihr mal hier seid, fahrt eine Stunde oder was ich mit Uber hierher. Das ist wirklich ein... Das lohnt sich. Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich und es ist eine Systemarbeit dahinter. Deswegen würde ich schon mal sagen, es ist so der... Ich müsste noch jetzt mal zu Ferhat Döner gehen, aber für mich der zweitbeste Döner, den ich jemals gegessen habe. Von so Yaprak Beef Döner. Nicht jetzt mit Hackfleisch, nicht Chicken. Er kann es hier nicht Ja. vergleichen, aber Ja, für dich. für mich auch Ja, 100%. definitiv. Bis jetzt der Beste, was ich gegessen Ja, habe. definitiv. Ferhat habe ich noch nicht probieren können, da kann ich nicht mitreden, aber was Berlin angeht, also hier kommen die auf jeden Fall nicht. Definitiv. Okay, Bro, das war's mit den kleinen kurzen. Schaut euch gerne TikTok auch noch an. Da werden wahrscheinlich mehr Klicks da drauf sein. Wenn ihr mal Bock habt auf weitere Vlogs, auch mit Engin bei Sushi Burger, können wir mal einen Sushi Burger Vlog machen. 100%. Bruder, ich stecke so viel Arbeit, ich habe keinen Cutter, ich habe keinen Bock. Also YouTube ist halt schwer so, weißt du, da musst du das Ganze schneiden, viel Arbeit dahinter. Trotzdem, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin eher so der Kurztyp, also Kurzvideos-Typ, aber vielleicht mache ich auch mal Longterm-Videos mal wieder. Vielleicht mal bei dir mit Sushi Burger. Sehr gerne, Ja. können wir gleich Können wir machen. durchstarten. Da war's das, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und ja, wir sehen uns in Berlin. Bis bald. Goodbye.